Als nächsten Programmpunkt haben wir zwei Hubschrauber der Royal Navy aus England, zwei Wildcats, der Nachfolger der Lynx, und der Name des Teams ist Blackcats. Und dazu begrüße ich hier oben an der Moderation aus England Kev, der die Moderation in Englisch für die Blackcats übernehmen wird und Teil der Blackcats und deren Staffel ist. Welcome, Kev. Thank you and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Lieutenant Kev Regan, and I'll be commentating for today's display by the Royal Navy helicopter display team, the Blackcats. The Blackcats have been running since 2001 and consist of pilots, observers and engineers drawn from 825 Naval Air Squadron. Ja, die Blackcats gibt es bereits seit 2001 mit Piloten, Observern und Technikern von der 85. Naval Air Squadron. We are based at Wilmington in the southwest of England, and we operate the HMA2 Wildcats HMA2. Und stationiert im Südwesten Englands fliegt diese Staffel eben die genannten Wildcats. The Wildcat was introduced into the Royal Navy in 2013 onto 825 Squadron, who train pilots, observers and engineers to operate and maintain the aircraft all around the world on the back of frigates and destroyers. Eingeführt in die Streitkräfte in England wurde dieser Hubschrauber 2013 und ist designt von Fregatten und Zerstörern auf der ganzen Welt zu operieren. The Wildcat is a direct replacement for the Lynx, meaning that no changes are required to the flight decks or hangars of both ships. Interessanterweise als Nachfolger des Lynx sind die Flight Controls, die Anordnung gleich geblieben, sodass sich das Pilotentraining sehr minimal macht. The aircraft is fully fitted with an integrated mission system, which allows the crew to operate a multitude of sensors with a single control interface. Ja, und mit einem Single Control Interface werden verschiedene Sensoren, Waffen und alles an Bord bedient. The aircraft will absorb an immense amount of information and will process and present it to the observer in a simplified format, meaning the crew have an accurate appreciation of the environment at all times and greatly improves situational awareness. Über eine Unzahl von Sensoren an diesem Flugzeug wird also diese ganze Anzahl von Informationen recht simpel auf einem Display dargestellt, sodass die Crew jederzeit einen Überblick über die Situation, die Kampfsituation, die Situation eigener und fremder Kräfte im Cockpit hat. The lead aircraft today is flown by Lieutenant Commander Dave Lilly. Und der Anführer der Formation ist Lieutenant Commander Dave Lilly. The number 2 aircraft is flown by Lieutenant Chris Rebick, who, for the 3rd year running, has won the award for the nicest hair in the Royal Navy, after being inspired to fashion his delightful locks by famed German cyclist Marcel Kittel. Wow, was für eine Geschichte. Also, an Nummer 2 fliegt Lieutenant Chris Rebick. Der wurde für das dritte Mal hintereinander, hat er den Preis bekommen für die beste Frisur in der Royal Navy und war dabei inspiriert durch den deutschen Fahrradfahrer Marcel Kittel. The aircraft itself is designed as a maritime attack helicopter, whose primary job is anti-surface warfare. Und der Hubschrauber ist natürlich entworfen als maritimer Angriffshubschrauber, primär für Angriffe, für Schiffe über der Wasseroberfläche. The aircraft is now fully operational in the Royal Navy and is deployed on frigates and destroyers all around the world. Und wie schon gesagt, ist der Hubschrauber inzwischen voll operationell eingepflegt in die Royal Navy und operiert von Fregatten und Zerstörern rund um die Welt. Equipped with state-of-the-art sensors, it can detect, identify and if necessary prosecute a variety of targets up to 80 miles away from their launch position. Und mit seinen Sensoren kann er aufspüren und identifizieren, Ziele aufspüren und identifizieren, die bis zu 80 Meilen von ihrem Launchpad, also von ihrem Flugzeug, von ihrem Schiff, auf dem sie gestartet, entfernt liegen. Das sind ungefähr 150 Kilometer. Today, however, the pilots will be demonstrating the Wildcat's remarkable maneuverability, utilizing the power from 2 T800 engines, each generating 1300 shaft horsepower. Heute allerdings wird hauptsächlich natürlich die Manövrierfähigkeit des Hubschraubers vorgeführt und dabei helfen die beiden 1800 T800 Triebwerke, die jeweils 1300 PS liefern.
You will see the aircraft climb today at over 4,000 feet per minute and accelerate to over 160 miles per hour. Und wir sehen in der Vorführung unter anderem Steigflüge mit über 4000 Fuß pro Minute. Und er wird Geschwindigkeiten erreichen, die über 160 Meilen pro Stunde, also weit über 280 Stundenkilometer liegen. So, ladies and gentlemen, please get your cameras ready. I'm proud to introduce the 2016 Royal Navy Blackcats. Genau, und in wenigen Minuten, wir sind stolz, dass Sie hier sind von der Royal Navy aus England. Jetzt rechts zum Anflug die Blackcats 2016. So the aircraft are now positioning for wingovers and they will run back in towards you with Dave on the right and Chris on the left. Ja, Dave ist jetzt rechts, Chris ist links, die beiden Flugzeuge, die beiden Hubschrauber kurven jetzt zurück zu uns und wenn Sie ab und zu diese englischen Radio Calls, also diese Funkaufnahmen hören, das ist direkt live aus dem Cockpit. And a good photo opportunity coming up now with a close break before the aircraft go into a flat turn. Und ein Cross-Turn direkt vor uns. The aircraft will now form up in echelon left. Und jetzt formieren sich die beiden Hubschrauber in eine Echelon-Links-Formation. And ladies and gentlemen, they will swing along the crowd line. This is a fantastic opportunity to wave at the guys and see if you can get a wave back. Ja, und sie fliegen jetzt entlang der Crowdline, also bei Ihnen vorne am Zaun entlang. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit, mal hoch zu winken und vielleicht sehen Sie sie zurückwinken. Bedanken Sie sich so bei Ihnen, Sie freuen sich. And ladies and gentlemen, it's worth pointing out at this time, the Blackcats are the only aircraft in the world to fly backwards in formation at over 50 knots. Ja, und das ist das einzige Team weltweit, das einen Formationshubschrauberflug rückwärts mit 50 Knoten, 80 bis 100 km/h durchführt. The aircraft will now run out for a formation wingover. Und jetzt eine Formationskurve, die Formation wird beibehalten zunächst. Although this looks like an easy maneuver, Chris is working extremely hard to maintain his position relative to Dave during this maneuver. Es sieht relativ einfach aus als Außenstehender, aber es ist wirklich eines der schwierigsten Manöver in der gesamten Vorführung der beiden.
And when in formation, Chris uses the wheel of the lead aircraft in line with the deck lock below the aircraft to hold the correct place. Und er packt dabei diesen sogenannten Ground Lock, also einen Haken, an dem die Flugzeuge am Bord festgemacht werden, mit dem Fahrwerk auf eine Linie, um die Formation zu halten. The deck lock on the bottom of the aircraft is what is used to hold the aircraft to the flight deck of a ship. They will now do opposing wingovers and run in towards each other for the roller coaster. Jetzt haben sich die beiden Hubschrauber aufgeteilt und kommen gleich wieder aufeinander zu für ein Manöver, das sie Rollercoaster, auf Deutsch also Achterbahn nennen. Each aircraft will climb to the same level before they nose over the aircraft, which is a stomach-churning maneuver for the aircrew. Ja, und sie steigen auf ein bestimmtes Level und drücken dann die Nase nach unten. Und das bringt wirklich, das ist das, was einen leichten Sitzwandler und was den Magen nach oben bringt. And ladies and gentlemen, that is unfortunately the end now of the Blackcats display, and we look forward to displaying for you again tomorrow. Ja, und damit ist das Display, tolles Display, beeindruckendes Display der Blackcats beendet und interessanterweise in der Mitte der Ausstellungsgebiet ja jetzt hier vor dem Airbus A320 Neo sehen Sie genau diesen Hubschrauber nochmal. Ein Wildcat, die hier gerade geschleppt wird durch den Zuschauerbereich. Sie können sich das Ganze nochmal aus der Nähe anschauen. Vielen Dank an die Royal Navy für diese tolle Vorführung. Vielen Dank an die Blackcats 2016. And ladies and gentlemen, if you'd like to know more about the Blackcats, or indeed a career in the Royal Navy, please visit the Royal Navy website, www.royalnavy.mod.uk. You can also find the Royal Navy Blackcats on Facebook and Twitter, or alternatively, please feel free to stop the guys when they walk back in from the aircraft. They would be more than happy to answer any questions you may have. Ja, und das ist ein tolles Angebot. Wenn Sie also mehr über die Blackcats, mehr über den Hubschrauber oder mehr über die Royal Navy erfahren wollen, können Sie das gerne im Internet machen oder auf Twitter oder auf Facebook. Oder Sie halten einfach die Jungs jetzt an, wenn sie aus ihrem Hubschrauber steigen und durch die Crowd laufen. Sie freuen sich über die Fragen und beantworten die Ihnen gerne. Nochmal vielen Dank für die Vorführung. Thank you very much for the show Blackcats 2016.